Mitte Juli an einem noch schönen Vormittag wollten Philipp und ich das gute Wetter, den wenigen Wind nutzen, um eine weite Strecke zu fahren, damit wir die Chance haben, eventuell mal einen größeren Dorsch zu erwischen. Und so gaben wir dem Autopilot die Richtung vor, brachten das Boot in eine für uns angenehme Marschfahrt und fuhren in die offene See. Unser Ziel waren Wracks, Kanten und Untiefen, die weit von der Küste entfernt lagen und dadurch nicht so oft beangelt werden. In der heutigen Zeit sind auch auf diesen entfernten Plätzen nicht unbedingt Massenfänge zu erwarten, aber ab und zu erwischt man dort doch mal einen richtig guten Fisch. Ich selbst mache das schon viele Jahre und habe auf diesen Plätzen schon Dorsche von über 1 Meter Länge gefangen. An dem Tag fingen wir einige Fische in der Kategorie 40 bis 60 cm. Im Video wird man nur 3 bessere Fische sehen, die alle Philipp fingen. Philipp hatte gerade den Bugmotor gesetzt, ich hatte ihn ausgerichtet und er machte seinen ersten Wurf, während ich die Kamera montierte. Hier sieht man, wie genau und mit Fingerspitze Philipp die Spots abfischt. Er fischt langsam ans Boot heran und merkt alles, was am Grund passiert. Gleich sieht man, dass Philipp irgendwas Ungewöhnliches spürt. Er kann natürlich nicht beurteilen, ob das nun ein Wrack, eine Pflanze oder irgendwas anderes war. Vielleicht war es auch ein Fisch. Und so lässt er, schlau wie er ist, nach dem kurzen Anfasser oder Hänger wieder etwas Sehne ab. So, wir bloß mal die richtige Seite finden. Wrack oder Fisch? Weiß ich nicht. Irgendein Kontakt und ich habe sicherheitshalber so ein bisschen Wrack. Scheiße. Oh. Kommt hier noch was mit? Scheiße. Doch, das ist ein Fisch oder was? Nee. Doch. Du hast einen Fisch. Ich hab einen richtigen. Oh, Olaf, Entschuldigung. Richtiger Fisch, ey. Alter, ich hab das. Der stand so dermaßen. Ich muss den Kescher. Entschuldige. Alter, du hast einen richtigen Dorsch. Ich dachte jetzt gerade, das gibt soll. Deswegen sind wir hergefahren, Philipp. Alter Schwede. Entschuldigung, ich Er ist der dachte gerade so, kommt der mit jetzt? Ja, das Wrack hast du nicht angehoben, Philipp. Nee. Ich dachte nur, wir wären so komisch drüber getrieben in dem Moment. Aber er bleiert. Muss aber trotzdem ja ein guter Fisch sein. Auch wenn er bleiert. Oh, Alter, der hat ihn aber. So, komm mal hier. Den haben wir, Philipp. Philipp. So. Alter. So. Wir können nach Hause fahren. Der Sonntag ist gerettet. Alter Schwede. Das ist mal ein Dorsch, oder? Mann. Siehst du, deswegen sind wir hierher gefahren. Das ist mal ein Dorsch. Ja. Jetzt an der Route doch schon. Mit der Zanderrute, ja. Da hat sie mal einen richtigen Fisch. Zeig ich mal hoch. Ja, geiler Fisch, Philipp. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, Richtig toll. ist richtig toll. Erster Wurf, ja, da bist du Ja. versaut jetzt für den Rest des Tages. Ein schönes Wrack, was wir hier gefangen haben. Ja, das Wrack ist aber losgeschwommen mit Ja. einmal, ne? Alter Schwede. Ja, toll. Klasse. Mann, das freut mich doch. Aber wir haben da kein Bild von. Ich habe nicht ein Dorschfoto gibt's von mir. Deshalb freue ich mich einfach. Ja. Ich hatte eine zweite GoPro am Brustgurt montiert, deswegen Achtung, derselbe Fisch. Fisch oder was? Doch. Du hast einen Fisch. Boah, das ist ein richtiger Fisch, ey. Alter, ich hab das. Der stand so dermaßen. Ich muss den Kescher machen. Entschuldige.
Alter, du hast einen richtigen Dorsch. Deswegen sind wir hergefahren, Philipp. Alter Schwede. Er ist der Wurf. So kommt der mit jetzt? Ja, das Wrack hast du nicht angehoben, Philipp. Nee. Ich dachte nur, wir wären so komisch drüber getrieben in dem Moment. Aber er bleiert. Muss aber trotzdem ja ein guter Fisch sein. Auch wenn er bleiert. Ein richtiger. So, komm mal her. Den haben wir, Philipp. Philipp. So. So. Wir können nach Hause fahren. Der Sonntag ist gegen dich. Das ist mal ein Dorsch, oder? Siehst du, deswegen sind wir hierher gefahren. Das ist mal ein Dorsch. Mit der Zanderrute, ja. Da hat sie mal einen richtigen Fisch. Zeig ich mal hoch. Ja, geiler Fisch, Philipp. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, Richtig toll. ist richtig toll. Erster Wurf, ja, da bist du Ja. versaut jetzt für den Rest des Tages. Ein schönes Wrack, was wir hier gefangen haben. Ja, das Wrack ist aber losgeschwommen mit einmal, Ja. ne? Alter, schön. Ja, toll. Klasse. Mann, das freut mich doch. So, jetzt. Ob nun ein 40 cm Dorsch oder so ein großer Fisch von über 80 cm der bessere Speisefisch ist, das muss sich jeder selber denken. Wie wir das sehen, das bleibt weiterhin ein Rätsel. Nach einigen kleineren Dorschen fuhren wir dann unseren nächsten Angelplatz an. Das sieht auch schon ein bisschen besser aus jetzt, ne? Hat er sich, ja. Trotzdem schön. Das war nicht schlecht, ne? Nee. Am neuen Platz gab es eine auffällige Kante, an der wir mehrere Fische kurz hintereinander gefangen haben. Um diese Kante zu erreichen, waren nur kurze Würfe notwendig. Philipp, es ist erst 8 oder 6. Also noch früh am Tag. Und wir haben schon ein bisschen was gefangen. Ja. Das aber rauf vorne. Eine ordentliche Kante, ne? Ja. Ja. Liegen auch direkt mittig mit dem Boot oder. Oh, ist aber ein ordentlicher. Oh, sauber, Philipp. Sauber. Das weiß auch man. Mit Schnur. Die ist fast zu, die Bremse. Echt? Also nicht komplett, aber. Sehr schön. Geil. Kann nichts machen. Ich bin für die Kleinen zuständig und du haust dir hier die Lumpen weg. Da hat er die nächste Wrackwache am Anhang. Du. Ja, ich sagte immer Wrackwachen zu, wenn das so kleine Wracks sind. Weißt du. Alter Schwede. Sehr geil. Das war auch ein geiler Biss jetzt, so richtig Volley. Sehr, sehr geil. Genau über dieser Knapp hinter der gerade eben Kante. angesprochenen Kante, ja. Ja, toll. Das ist wieder so ein Löwe. Der kommt schon. Oh, wieder so ein Löwe. Sauber, Philipp. Alter Schwede. Oh. Darf ich dir mal deinen Fisch Ja. übergeben? Willst du nicht erstmal weiter angeln? Oh, klasse, Philipp. Super. Meine Güte, ey. Boah. So ein geiler Fisch, ey. Ja, Philipp, die Tage muss man erleben. Und das ist wieder ein Ü80-Fisch. Ach, Herr Das Jemine. weiß ich nicht. Oh, Der ist ein nee, bisschen vielleicht kleiner. ein bisschen kleiner, aber
was weiß ich da, 75 hat er. Ja. Super klasse. Vollwolli genommen. Und ein schöner Biss, ne? Richtig guter Biss. Klasse. Richtig schön. Halt nochmal hin, einmal bei Gegenlicht, scheiß drauf. Machen wir auch nochmal. Auch wenn es Gegenlicht ist. Toll, Philipp. Super. Und auch dieser tolle Fisch nochmal mit der anderen Kamera gefilmt. Das ist eine ordentliche Kante, ne? Ja. Ja. Direkt mittig mit dem Boot, sodass. Oh, sauber, Philipp. Sauber. Das wird auch mal ein richtiger Biss. Mit Schnur. Oh, die ist fast zugekriegt. Echt? Komplett, aber. Sehr schön. Geil. Kann nichts machen. Ich bin für die Kleinen zuständig und du haust dir hier die Lumpen weg. Da hat er die nächste Wrackwache an der Angel, du. Ja, ich sag doch immer Wrackwachen zu, wenn das so kleine Wracks sind, weißt du. Alter Schwede. Sehr geil. Du bist jetzt so richtig Rolli. Sehr, sehr geil. Genau über dieser Knapp hinter der Kante. angesprochenen Kante, ja. Ja, toll. Das ist wieder so ein Löwe. Der kommt schon. Oh, wieder so ein Löwe. Sauber, Philipp. Alter Schwede. Darf ich dir mal deinen Fisch übergeben? Oh. Weiter angeln. Oh, klasse, Philipp. Super. Meine Güte, ey. Boah. So ein geiler Fisch, ey. Ja, Philipp, die Tage muss man erleben. Und das ist wieder ein Ü80-Fisch. Ach, Herr Jemine. Nicht. Oh, nee, vielleicht ein bisschen kleiner, aber Trotzdem. was weiß ich da. 75 hat er. Ja. Super klasse. Vollwolli genommen. Und ein schöner Biss, ne? Richtig guter Biss. Klasse, du. Richtig schön. Super. Toll, das freut mich doch. Halt nochmal hin, einmal bei Gegenlicht, scheiß drauf. Machen wir auch nochmal. Nach diesem tollen Fisch sind wir wieder etwas ufernahe gefahren. Es sollte Wind aufkommen. In einiger Entfernung sahen wir ein Boot, das uns bekannt vorkam. Und so trafen wir unseren Kumpel Arne mit seinem kleinen Sohn Finn. Und Arne, der hatte gerade einen richtig guten Fisch an der Angel, der sich leider irgendwie festgesetzt hatte. Geil! Hallo Finn! Hi Finny! Aber du meldest immer wieder, dass das Schnurding mal wieder was kommt, Ja. aber ich krieg ihn noch nicht. Chris ihn nicht. Versetzt, Ja. 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 immer wieder Was sagst du, Finn? Super. Habt ihr noch mehr gefangen, Finn? Nee? Ist das der erste große? Ja. Ja, wir haben einige gefangen. Nimm doch immer wieder einen 1 Meter Schnur hier. Ja. Ja, das ist ja dann ein richtiger Fisch, wa? Ja. Krass. Ich dachte auch erst, der hängt komplett fest. Ja. Am Schnur lassen, locker. Wie nimmt er sich wieder? Ja, vielleicht ist er auch irgendwo unter durchgeschwommen, wenn du Pech hast, aber dann wäre wohl ab schon, ne? Arne, du machst Sachen, ne? Nun hol doch mal den Fisch hoch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Du sollst deinem Sohn doch ein gutes Vorbild sein. Und ne, man soll, was sagt man immer, so ein Drill doch nicht unnötig verzögern. So, nun mach doch mal. Also wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit hier, ne? Hör auf, reiß ihn nicht ab. Aber teilweise schwimmen die Viecher irgendwo durch. Ja, ne, und dann hast du das Problem mit Eimer, ne? Ich hab sie manchmal einfach dann gelassen, Ja. locker gelassen und dann haben sie sich selber befreit. Ja. Aber Der hängt, ja. Arne, eigentlich wollten wir da vorne angeln, aber ich würde jetzt gern hier noch ein bisschen warten und zugucken. Stört dich nicht, ne? Wir hauen den Motor mal rein.
Stück vor Arne, dann können wir noch sehen, wenn er ihn tatsächlich kriegt. Das würde mich ja freuen für Arne. So, hoffen wir, dass du ihn kriegst, Arne. Ja. Er muss sich freischwimmen, ne? Schade, ne? Wenn, was? Ja. Also in dem Falle wäre mir der Fisch jetzt lieber wie der Köder. Ja. So, Scheiße. Das ist ärgerlich. Aber ich habe einen Köder. Ah, so ein Ärger, ey. Den hätten wir ja jetzt gerne gesehen, du. Der Umwelt schon, ne, was ich hier mache. Ja. Mobilität. Ja. Ich habe mir gerade einen roten dran gemacht. Da hat Philipp gesagt, wenn dir das nicht so wichtig ist, dass du was fängst. Philipp machte seine Witze, aber irgendwie war sein Gummifisch dann doch die bessere Wahl. Wenn die Dorsche an den Untiefen Krebse fressen, dann ist Japanrot, wie wir älteren Angler sagen. Heutzutage heißt sowas dann auch gern mal Möhrchen. Eigentlich eine gute Farbe. An diesem Tag war Motoröl aber klar vorne. Arne, Fisch. Guter Fisch. Kescher. Oh, in der Angel. Vollgranate, aber Nicht so ganz, aber ein richtig schöner Fisch. Super geil. Kategorie 60, 65. Super Fisch. Und auch der Fisch Danke. nochmal mit der anderen Kamera gefilmt. Fisch. Arne, Fisch. Guter Fisch. Kescher. Oh, da hängt in der Angel. Super. Super. Das ist wieder ein guter. Aber Granate, aber nicht so ganz, aber ein richtig schöner Fisch. Philipp. Super geil. Kategorie 60, 65. Super Fisch. danke. Da darf auch niemand erzählen, dass wir in der Eggertförder Bucht sind hier. Nein. Der fährt da auch hin. Eggertförder Bucht. Ja, nun. Für gute Fische muss man doch mal ein paar gute Meter fahren. Das ist nun mal so. Schade. Kommt gut rein. Tschüss, Finn. Ciao. Ciao. Und so machten wir uns auf den Heimweg. Wir waren sehr zufrieden. Der Wind kam auch ein bisschen mehr auf und wir hatten genug gefangen. Auch ich hatte gut gefangen und war mit meinen Fängen sehr zufrieden. Philipp hat 2 tolle Drills erlebt und noch einen dritten guten Fisch dazu gefangen.
Für mich das Wichtigste ist aber die wieder mal gute Stimmung an Bord gewesen und so machten wir uns wieder auf den Heimweg nach Kiel. Das waren 3 Fische aus 2 Blickwinkeln. Wem das gefallen hat, der darf mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder vielleicht sogar meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr so treibt. Bis zum nächsten Mal.